Heute wird es radikal. Wir machen Platz für was Neues. Dabei entsteht ein riesiges Loch in unserer eigentlich fertigen Modellbahn. Wir entfernen das Tunnelportal, einen kleinen Teil der Landschaft, die Oberleitung, versetzen die Kapelle und noch vieles mehr. Willkommen zu einem Bauvideo der MOBA Manufaktur. Es geht um diesen Bereich an der Hauptstrecke bzw. an unserer zweigleisigen Paradestrecke. Im Fokus steht das Tunnelportal und der Platz drumherum. Dieser Bereich soll etwas moderner werden. Wir entfernen den Baum und hebeln die Kapelle mit einem Stechbeitel aus der Landschaft. Die Teile sollen wiederverwendet werden, somit gehen wir dementsprechend vorsichtig vor. Die Verkabelung der Beleuchtung wird abgesteckt und aus der Bohrung gezogen. Das Signal war ein ziemlich altes Modell und hat es leider aus elektronischer Sicht nicht überlebt. Ich denke, das werde ich aber als Ladegut weiter nutzen. Sieht auf einem Rundwagen sicher toll aus. Das Faller Kunststofftunnelportal wird keine Verwendung mehr finden. Trotzdem möchte ich es nicht beschädigen, somit erneut vorsichtiges Vorgehen. Die umliegende Landschaft zerschneide ich mit einem Cuttermesser inklusive dem darunter liegenden Metallgitter. Nach dem Entfernen der Landschaft komme ich dann auch zu den darunter liegenden Tunnelinnenwänden. Die Oberleitung wird an den Masten kurz vor der Brücke getrennt. Dazu kommt der Lötkolben zum Einsatz. Die Sommerfeld-Masten sind verschraubt. Die Verschraubung habe ich vorab mit etwas Rostlöser eingetupft. Zum Gegenhalten kommt eine Zange zum Einsatz, unter der Anlage eine kleine Radsche mit, ich glaube, einer 5,5er Nuss.
Zwischenzeitlich wird der ganze Bauschutt gesammelt und aufgesaugt. Dieser kann nicht mehr sinnvoll verwendet werden und wird später entsorgt. Bevor ich die Schienen anpacke, klingelt dann auch zufällig der Postbote oder Briefträger, wie man bei uns eigentlich sagt. Und was denkt ihr, was er bringt? Ja, genau. Endlich der Nightjet Generation 2 von Rocco mit Innenbeleuchtung. Auspacken, aufgleisen und Testfahrt. Schaut doch wild aus, wie er durch die Baustelle fährt, oder? Spieltrieb abgefertigt, dann geht es jetzt den Gleisen an den Kragen. Und warum auch den Gleisen? Zum einen soll hier auch moderne Optik kommen. Zum anderen war die Tunneleinfahrt eine Engstelle. Ist es sich vom Timing her blöd ausgegangen, haben sich 1:87er Personenwagen von Rocco minimal gestreift. Die Rocco-Line-Gleise kann ich hier leider nicht mehr retten. Nicht so schlimm. Ich ziehe die Schiene vorsichtig per Zange von der Brücke weg. Sobald der Schienenverbinder frei ist, reiße ich die Schiene raus. Das Schotterbett ist natürlich etwas schwieriger. Wurde damals alles mit Wasser-Leim-Gemisch sehr ordentlich verklebt. Hier wird es jetzt etwas grob. Per Stechbeitel und Hammer wird das Schotterbett von der Gleistrasse gestemmt. Den Stechbeitel führe ich dabei so, dass er nicht ins Holz geht. Das ist natürlich eine schöne Sauerei, aber es funktioniert. Um jetzt wieder eine gewisse Sauberkeit herzustellen, kommt der große Staubsauger zum Einsatz. Es wird alles Schutt aufgesaugt. Die freigelegte Trasse bekommt dann anschließend mit eher grobem Schleifpapier ihren Feinschliff. Ich denke, eine 120er Körnung ist im Einsatz. Somit ist dieser Bereich nun bereit für den Neubau.
Ach ja, bezüglich Neubau. Die Kapelle hat sofort wieder einen neuen Platz bekommen, zwischen Feldweg und Bach. Die Grasfasern feuchte ich dazu im vorher markierten Bereich an. Dann löst sich der noch Graskleber und die Wiese kann abgeschabt bzw. entfernt werden. Der Rest ist dann Standard, würde ich sagen. Eine Bohrung für die Beleuchtung, die Kapelle per Heißkleber und einem Stück Karton fürs Niveau verkleben, etwas noch Graskleber für den Sand und ein paar neue Büsche und Grasbüschel runden das Bild ab. Super, passt da gut hin und gefällt mir. Was ich nun beim Tunnelportal genau vorhabe, bleibt noch bis zum Folgevideo ein Geheimnis. Aber es wird verdammt cool, also in 2 Wochen wieder einschalten. Wenn es euch gefallen hat, bitte liken, kommentieren und teilen, was das Zeug hält. Um nichts mehr von uns zu verpassen, empfehle ich euch auch ein kostenloses Abo dazulassen. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.